Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die letzte Folge war ja schon sehr erschütternd bezüglich der Geschichte zu Rainer. Und jetzt sollen wir ja vortäuschen, das Lager zu verlassen. Also gehe ich jetzt einfach mal in diese Richtung. Und dann werden wir wahrscheinlich Dinge besprechen, wenn wir ein paar Meter rausgehen. Genau hier. Dann werden wir jetzt Dinge besprechen. Good. Willem has spoken. What did he tell you? He said the recruits go through hell. They're humiliated, spy on each other, get bullied. It's essentially torture. Rainer wouldn't stand for these methods. He rebelled and was summoned for night training. Are you sure he used that term? Yes, but he told me it's not really training. The recruits are summoned. Then the others beat them, sometimes to death. I know. You knew about this kind of training? Yeah. I thought it was a thing of the past. What a monster. How dare he? I'm so sorry. I'm lost for words. Tell me, did you learn anything new? I scouted out the site. There's two parts of the barracks we should look at more closely. Rolf's quarters and the basement, which they refused to open for me. We can't just barge in and hope they give up. What's your plan? Let's wait for nightfall. We'll sneak into the camp unseen, search the barracks, the private quarters, and then the basement. We might also try to find out where this night training takes place. Yes. I wouldn't want other young recruits to lose their lives tonight. Especially Wilhelm. Ist ja schön. Es ist direkt schon wieder Nacht geworden. Okay, dann werden wir jetzt mal... Sind wir wieder im Phantomlager? Strange. There's no one left in this part of the camp. Maybe they're in the combat pit behind the barracks. I saw it when I visited the camp. Or they've already left for their night training. Okay, dann durchsuchen wir jetzt mal. Mal sehen, ob wir irgendwo was herausfinden können. Let's find Rolf's office. He surely has the key to the basement. So, was haben wir denn hier? Hier war was? Ein Zettel. Was haben wir denn hier für einen Zettel? Befehl zur nächtlichen Ausbildung. Alle Rekruten, die diese Nachricht erhalten, haben sich zur nächtlichen Ausbildung des Soldaten Wilhelm einzufinden. Diese Ausbildung ist zwingend. Findet euch um 22 Uhr auf dem Waldweg nördlich des Lagers ein. Sollte ein Rekrut nicht an dieser Ausbildung teilnehmen, wird er Gegenstand der nächsten Ausbildung sein. Um 22 Uhr am Waldweg nördlich des Lagers. Wir haben natürlich schon mal was gefunden. Ich hoffe mal, ich habe hier noch genügend Zeit, Dinge herauszufinden. Das wäre Obergeschoss. Gehen wir direkt hoch. Auf jeden Fall Wald nördlich des Lagers. Dort wäre noch was zu finden. Ist nichts hier rein. Hier haben wir noch was. Mehrere Dinge gleich. Okay, fangen wir mal mit dem hier an. Brief von Major Hermann. Hauptmann Rolf. Deine Rekruten sind in San Matthäus eingetroffen und erfüllen unsere Erwartungen perfekt. Ich hätte nichts Geringeres von einem meiner besten Schüler erwartet. Ich habe dafür gesorgt, dass der Kommandant erfährt, welche gute Arbeit du in deinem Phantomlager geleistet hast. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er dich belohnen wird. Wenn die Rekruten, die wir in die anderen Städte geschickt haben, genauso effizient sind, wirst auch du bald Major sein. Brief vom Kommandanten, Hauptmann Rolf. Meinen Glückwunsch für die bisher geleistete Arbeit. Du hast deine Mission bisher perfekt erfüllt und mehrere deiner Phantomrekruten haben wie geplant bereits Positionen im Umfeld der Gouverneure besetzt. Major Hermann hat mir mitgeteilt, dass du einige Verluste erlitten hast, die aber nichts an unseren Plänen ändern. Fahre fort mit deinen Bestrebungen, dann sollten wir bald bereit sein zu handeln. This letter is disturbing, Kurt. It confirms that several deaths have been disguised in order to keep this camp secret. But it says that the recruits trained here have been assigned to governors from different cities. And yet I'm sure that Constantine knows nothing about these elite units. The conclusion of the letter also confirms that the commander is pleased with what's been going on here. So Torsten knew.
So it seems. Including about the deaths. He's gone too far. He dishonors us all. Sieglinder was right. Und vor allem, wenn die allen den Gouverneuren zugestellt sind, kann es sein, dass diese Groschengarde, also die ganzen Soldaten am Ende die Macht übernehmen wollen? Allen dreien gleichzeitig? Das würde mich jetzt nicht wundern. Nur nochmal ins Untergeschoss. So, sind wir hier. Treppe runter. Geht die Treppe runter. Jetzt sind wir im Untergeschoss. Was haben wir hier? Nur eine Zelle. Gehen wir schnell wieder raus, nicht, dass uns jemand hier einsperrt. Obwohl wahrscheinlich keiner mehr da ist. Jetzt habe ich es geknackt, obwohl ich wahrscheinlich den Schlüssel habe. What could have happened in here? I know this smell only too well. Fear, blood, death. And to think I complained about the Nord's training practices, but this is horrific, Kurt. Verbandsbericht. Hauptmann. Wir haben die neuen Rekruten wie befohlen ausgebildet. Einige von ihnen schienen jedoch mit dem Schlafmangel Schwierigkeiten zu haben, deshalb wurden sie zur Abhärtung in die schwarze Kammer geschickt. Wir haben einen Verlust erlitten, aber die Erfahrung war sehr lehrreich. Und obwohl die Rekruten etwas geschwächt waren, waren sie danach viel kooperativer. This document explains a lot. They torture the soldiers to break them. Rainer shows up on this list more than once. He gave them a lot of problems. Those who resist too much are lynched during night training. Rolf, you'll pay for this. Kurt, Wilhelm's name was added to tonight's training. The boy will pay the ultimate price for having helped us. We can't let them kill him. We must stop this training immediately. The risk is that Rolf will ambush us. If this boy dies because of us, I will never forgive myself. Also sollen wir jetzt den Hauptmann Rolf Westen nehmen. Ne, falsch. Hier lang. I refuse to let these recruits pay for the bastards who manipulate them. Let's avoid spilling blood in vain. You're a good captain, Kurt, but I hope you understand that they won't hold back on us. They're just kids. There has to be a way to reason with them. We'll do what we can, Kurt. I can't promise anything more. Bit of poison on my blade. Then let's go! So, jetzt greifen wir sie einfach an. Die Elitesoldaten, die hier angeblich gegen Magie gut sind, ne? Let's see if you can ward off this fate. Man sieht, wie gut sie gegen Magie arbeiten können. Wir zerlegen jetzt quasi dieses Lager. Okay. Aber es ist wahrscheinlich sogar der beste Weg, weil aufhören werden sie nicht. Vermutlich ist Rolf sogar machtgeil und will unbedingt Major werden. Und sieht so die beste Chance. Ist hier noch jemand? So, gehen wir mal noch hierher. Muss ich da jetzt wieder hier durch? Anscheinend, ne? Wieder raus. Aber in der Richtung raus. Wir werden erstmal den machen. Weil es ist ja nächtlich und wir sind jetzt gerade in der Nacht. Versuchen wir mal eher. Kommen wir hier raus? Ja, hier kommen wir auch raus. Und sehen, ob wir jetzt hier. Komm, hier, Tür auf. Tür auf und hier in die Richtung war das, ne? Vielleicht können wir es schaffen, Wilhelm noch zu retten.
Despite what Wilhelm told me, I wasn't expecting this. Come on. He's getting destroyed. They'll kill him. We can't let them get away with it. So. Auf sie. Jetzt geht's los. Stop! We won't let you kill this boy like you killed Rainer. Soldiers! Do you realize what you're doing? Captain? But... You shouldn't be here. This time, you won't get away with it. To arms! Ich könnte jetzt hier über den Brief reden und einfach wieder die Vernunft appellieren. Wir nehmen sie da im Charisma, das funktioniert doch immer so gut. When my master of arms was in the guard, he always repeated, fight with honor. What honor is there in lynching one of your own when he's defenseless? What honor is there in being forced to kill one another the moment one of you refuses to toe the line? None. We followed orders. Nothing more. You've been manipulated. But it's not too late to refuse all of this, to act with honor. You're right, Captain. It's over, Lieutenant. We will no longer beat our own. Imbeciles! Traitors! A bit of poison on my blade. And let's go! Dann werden wir halt bloß die Leute töten. Will you be alright? I'm wounded, but I'll survive. Thanks to you. I'm eternally grateful. Come, Wilhelm. We'll help you get home. We owe you that at least. I'm counting on you to bring him back to the camp in one piece. Yes, Captain. Well then, let's go. We can't let that vermin Rolf escape us. So hat dieser Hauptmann, dieser Leutnant, der will jetzt noch was hinterlassen. Zumindest der Ruf bei ihm ist jetzt auch gestiegen. Das ist der Weg, den wir wahrscheinlich auch nicht lang kamen. So, jetzt geht es eigentlich bloß noch darum, noch zu dem Rolf zu kommen. Let's hope that Rolf didn't hear the sounds of combat. Surprise is our best ally. You're right. Let's try to approach discreetly. Unauffällig nähern, komm, wir trampeln jetzt dahin. Rolf, jetzt bist du fällig. So, sind wir wieder im Lager. Immer wieder den Weg hier. Der hat so gut funktioniert. Jetzt wieder runter. Und dann müssen wir... Jetzt gehen wir hier hinten lang. It's blocked. Okay. Geht's also doch nicht dort lang? Gehen wir hier lang. Hier waren wir ja vorhin, hier haben wir schon ein paar angegriffen. Die hätten wir vielleicht nicht angreifen müssen, wenn wir sofort hierher gegangen wären. Aber wir müssen wahrscheinlich irgendwie da hoch. Hier. Hier geht's hoch. Immer diese Kletterei. Soll das heißen, die Soldaten klettern auch ständig? Und der Rolf muss klettern, um hier hochzukommen? Das scheint ein Kampf zu sein. Kurt, you're so predictable. I knew you were a bastard, but I didn't think you'd be part of this disgrace. Have fun, soldiers. The traitors must die. Stop! Soldiers, are you really going to obey these scoundrels? Do I need to remind you of the Guard's motto? Where is your honor? I won't repeat myself, recruits. Execute these traitors! Soldiers, listen to your captain. You are the victims of these monsters, and we are here to save you. We surrendered without resistance, to avoid a fight, and to spare your lives. Well, what do you want us to do? We have orders, and we know what will happen to us if we don't obey. Enough! To arms! Attack! Wir könnten jetzt eine Begnadigung versprechen, wenn sie sich ergeben. Wir können es wieder mit Charisma versuchen, 75%. Intuition wird nicht funktionieren, warum wir es nicht haben. Und auch wir können jetzt auch Wilhelms Rettung erwähnen. Ich wissen die gar nichts von Wilhelm. Was versuchen wir? Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal mit Wilhelms Rettung. It was nearly Wilhelm's turn tonight. It could have been any of you. Lies! Only the weak fall.
so we must prove that we aren't among them. Nonsense. I've seen more combat than any of you, and I've seen hundreds of soldiers die. Weak or not. I've seen this kind of camp before, full of torture and sadistic officers. I thought it was a thing of the past, but I was wrong. So help me make sure this camp really is the last of them. You're right, Captain. If we don't put down our weapons, this will never end. Congratulations, Lieutenant. You've trained cowards. Their training wasn't finished, Captain, and the speeches were so convincing. Silence! Where is this second squadron? Should have been here a long time ago. They're not coming, Rolf. They surrendered too. It would appear that your training methods aren't very effective. Now that you no longer have lackeys to send after us, Rolf, you'll have to get your own hands dirty. I've dreamt of shutting that big mouth of yours up for so long. A bit of poison on my blade. And let's go! A bit of poison on my Du blade. auch noch? Okay. Keine Verluste an den Rekruten. Beide vernichtet. Kurzer Prozess. So, und ja, man hat was anderes. Heiltrank, Goldmünzen, Phantomlager, Kellerschlüssel. Den ich noch brauche. Will you be alright, Kurt? Yes. Yes. I'll be fine. I'm just glad to know that this camp won't kill anyone else. What about you, Wilhelm? Thank you for saving my life. Without you... I hope you can forget all about this. This is not what the Guard is about. I don't know if you'll be able to forgive us, Wilhelm. I've been in your shoes on other nights. You didn't have the choice. While we wait for this camp to close for good, you'll be under Wilhelm's command. You'll soon receive your transfer orders. At your orders, Captain. Glad it's you, Wilhelm. You'll stay here for now. I'll send men I trust to come get you soon. What do you want us to do? I'll need backup if I really want to put an end to all of this. We must go see Major Sieglinder in New Serene. I need to tell her what was going on here. Are you sure she wasn't involved? Her? Never. She's old school. She already held the commander at a distance because she didn't like the direction the Guard was headed. He would have sacked her, or worse, if she didn't have so much support within the Guard. I should have listened to her. There's no use brooding over the past. Let's go. We'll go and see her immediately. Schwupp, geht die Reise los. Sind wir aus dem Lager raus und geht's nach Neu Serene. Werden wir jetzt direkt wahrscheinlich mit der sprechen, die dann hoffentlich dieses Lager auflöst. Sieglinder, I need to talk to you. What's the matter, Kurt? We've just returned from a training camp. A secret camp, where elite soldiers are trained. Through terror, humiliation, and torture. Don't tell me that. Yes. One of my recruits died, and he wasn't the only one. It is designed to create a regiment of assassins. I am sorry, Kurt. I knew something was wrong, but I never would have thought it'd go that far. We put an end to it all. We had to. But Torsten allowed it, even encouraged it. I told you that the commander's ambition would end up leading us astray from the ideals of the Guard, and that we would pay the price for it. Yes. At the time, I told you you were exaggerating. That he had his reasons. What are you gonna do? I'm going to speak out, Sieglinder. And reveal the commander's project to the governor of the congregation. If I were as close to him and his family as you are, I would have done so a long time ago. I know. I feel so stupid for not having understood Torsten's scheme until now. You've always been a loyal person, Kurt. And too many loyalties are sometimes hard to reconcile. But Torsten betrayed us all. I'm counting on you to make him pay for it. Believe me, he won't get away with it. Goodbye, Sieglinder. Goodbye, Kurt. My men and I stand with you. Damit ist auch der Ruf zu Kurt weiter gestiegen. Ich denke mal, das Quest ist noch nicht, oder doch? Nee. Doch, das Quest ist damit abgeschlossen.
Kann man ja nochmal mit dem sprechen? Greenblood, my friend. Do you need something? Ja, es ist... I must leave you. Damit ist das auch bereits erledigt. Und dann können wir jetzt... Wo geht's jetzt hier eigentlich mal raus? Hier geht's raus, ne? Jetzt muss ich ja irgendwie den Weg wieder rausfinden. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Tagsüber, da wird man hier nicht so angegriffen. Haben wir dieses Quest nun auch erledigt. Und da schauen wir mal, was werden jetzt noch so zu machen. Geheimnis des Prinzen, Nebenquesting, wer Champion der Arena, Erkundung und Kartografie. Es sind weiterhin noch ein paar Lager finden. Hier geht es darum, Zettel zu finden. Das müssen wir alles noch machen. Ich denke mal, mich interessiert eigentlich das Geheimnis des Prinzen. Da werden wir dann wahrscheinlich mal in diese Richtung weitergehen. Und dazu müssten wir dann auch mit Admiral, mit der Admiralin sprechen. Da werden wir uns mal auf diesen Weg begeben. Hier springen wir runter. Hier haben wir noch einen Händler. Oh, das ist jetzt seine Kiste, die wir geplündert haben. Wer weiß. I am always happy to see you again. Do you want to see the objects I brought back from Vignamri? Ich möchte mal etwas verkaufen. Den uralten Kriegshammer zum Beispiel, den behalten wir mal noch. Ansonsten haben wir jetzt nicht so viel gefunden. Das wir verkaufen können. Manchmal kommt der Husten so plötzlich. Verkaufen können. Mal kaufen, das ist eine geile Keule. Die sieht ja lustig aus. Feuersteinbeine, das ist halt, weil das denen ihre Waffen sind. Die sehen halt ein bisschen anders aus. Maske des Eulengeists. Weil hier könnte man schon überlegen, wenn man jetzt eine Rüstung anlegt, die mehr nach denen ihrer Art ist, könnte man vielleicht auch eher mit denen sprechen. Ich nehme jetzt einfach mal die hier mit. 215. Halskette der Harmonie. Oh, da gibt es ein paar Halsketten. Brauche ich aber Willenskraft. LP-Heilung, Magie-Regeneration. Nee, das lassen wir mal. Jetzt haben wir ein bisschen was, eine neue Rüstung. Am Hals haben wir ja hier eine Magie-Regeneration, das ist schon wichtig, das brauche ich. Und jetzt sehe ich aus wie einer von denen, nur mit dem falschen Helm. Können wir das doch helmtechnisch auch mal machen, ne? Suchen wir uns mal noch einen schönen Helm aus. So, zeig mal, was du helmtechnisch so hast. Das ist alle ein bisschen schwächer, als was ich natürlich habe. Maske des Hirschgeistes. Schädelmaske des gehörnten Vogels. Sieht natürlich lustig aus. Magieresistenz. Die anderen sind alle so schlechter. Chance auf Beute. Das nehmen wir mal nicht, aber hier haben wir Magieresistent. Elementarresistenz. Nehmen wir die Maske des Eulengeistes. Sieht man den Kopf nicht, ne? Nehmen wir die. Hier sieht man den Kopf. So. Jetzt sehe ich doch aus wie einer. Sehe ich aus wie einer von denen. Außer, dass hier noch dieser komische Umhang dahinter ist. Aber vielleicht fällt er ja gar nicht so auf. Jetzt gehen wir hier mal außen rum.
Und laufen weiter Richtung Hafen zur Admiralin. Jetzt sehe ich immer komplett anders aus. Jetzt erkennt man mich gar nicht mehr, dass ich zur Congregation gehöre. Was bringt mir eigentlich dieser Umhang? Ah, ein bisschen Rüstung. Ich lasse noch mal dran. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt einen Unterschied ausmacht, wenn ich ihn ablegen würde. Jetzt nehmen wir hier noch das alles mit. Und die Admiralin ist schon da drüben. Genau, da ist die Admiralin. Hier würde dann das Quest weitergehen mit der Geschichte des Prinzen. Die machen wir in der nächsten Folge weiter. Weil jetzt habe ich hier gerade dieses Quest abgeschlossen, konnte hoffentlich dafür, also dieses Lager wurde jetzt geschlossen. Ich habe ja Rolf und die ganzen Leutnants getötet. Glücklicherweise, damit ist dieses Folterwerk zu Ende. Allerdings der Kommandant Thorsten, glaube ich, so heißt der, dem muss man das noch klären und den zur Rechenschaft ziehen, weil ich auch die Vermutung habe, wenn die als Attentäter ausgebildet werden und den ganzen Gouverneuren zugeordnet, dass es irgendwann dazu kommt, dass die Gouverneure ermordet werden. Wenn nicht sogar schon Gift drin ist, jetzt gerade beim Konstantin, man sieht ja, der Gesundheitszustand verschlechtert sich von Mal zu Mal, wann wir mit dem sprechen. Ich hoffe, dass sich alles doch irgendwie noch zum Guten wendet und ich rechtzeitig die Dinge lösen kann, noch rechtzeitig eingreifen kann. Ob es alles funktioniert, sehen wir aber dann erst in den nächsten Folgen. Nächstes Mal geht es weiter mit der Geschichte des Prinzen. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.